Wunderschönen guten Tag. Heute im Dreiertest Luna the Shadow Dust. Made in China bedeutet schlecht? Nicht hier. Heutzutage vergisst man manchmal, wie schön eine kleine Pause von der alltäglichen Wortflut sein kann. Einfach mal sämtliches Geplapper, Geschrei und Gerede abschalten. Ist was ich wirklich gern könnte. Vergesst fliegen oder mit Tieren sprechen. Ich hätte gern einen allmächtigen Tonausknopf. Leider unmöglich, aber Spiele wie dieses hier sind eine tolle Alternative. Kopfhörer auf, Spiel starten, den Soundtrack genießen und einfach in die wortlose Geschichte abtauchen. Entspannung pur, trotz der teils wirklich knackigen Rätsel. Hattet ihr als Kind ein liebstes Bilderbuch? Meins war Die weiße Katze. Ich hab's durch Zufall in der Bücherei entdeckt und so oft ausgeliehen, dass die Bibliothekarin es mir irgendwann geschenkt hat. Und noch heute schaue ich es mir gern an. Manche Spiele lösen ein ähnlich wohlig warmes Gefühl in mir aus wie dieses Buch. Luna the Shadow Dust ist so ein Spiel. Es erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen. Zumindest sagen das die Entwickler. Meiner Meinung nach könnte es auch ein Mädchen sein. Der hasenohrige Held fällt zu Beginn des handgezeichneten Spiels vom Himmel. Glücklicherweise unverletzt macht er sich dann auf den Weg und landet vor einer Art Haus oder Turm. Im ersten Raum wartet dann auch schon das erste Rätsel. Bis dahin keine großen Überraschungen, nur typischer Point-and-Click-Kram. Mal davon abgesehen, dass es am Anfang nicht mit Klicken, sondern mit Stillstehen und Abwarten weitergeht. Das hat mich erstmal verwirrt und dann positiv überrascht. Ich mag's einfach, wenn Videospiele Dinge anders machen. Nicht anders oder neu, aber trotzdem ein klitzekleines bisschen außergewöhnlich ist, dass Luna komplett ohne Text auskommt. Zumindest ohne lesbaren Text. Gerade bei Rätselspielen finde ich das super passend. Klassischer Fall von weniger ist mehr. Es gäbe aber so oder so keine wirklichen Gesprächspartner für das Menschlein. Die Zyklopmäuse haben nichts zu sagen und sein ebenfalls von euch kontrollierbarer Begleiter kann so einiges, zum Beispiel trotz seines kugeligen Körpers Leitern raufklettern, aber Reden gehört nicht dazu. Dafür kann die Katze, sage ich jetzt einfach mal, beispielsweise durch kleine Öffnungen kriechen und so Mechanismen auslösen, an die der Junge nicht rankommt. Anfangs ist die Zusammenarbeit der beiden noch sehr simpel und besteht höchstens daraus, dass das Tier auf eine Kiste krabbelt, die das Kind verschoben hat. Aber das ändert sich. Wie schon erwähnt, erstrecken sich manche Rätsel über mehrere Räume und später sogar mehrere Dimensionen. Zeitsprünge, Parallelwelten, Schattenebenen, alles kein Hindernis für das Duo. Vorausgesetzt, ihr macht eure Arbeit gut. Wenn der Spieler sich dämlich anstellt, laufen die beiden natürlich auch mal sinnlos von A nach B. Der Grad zwischen frustrierend und fesselnd ist schmal, aber die Balance ist den gerade mal 4 Entwicklern zum Glück gelungen. Ein perfektes Beispiel dafür und mein Liebling war das Jahreszeitenrätsel. Eine harte Nuss, aber keineswegs unschaffbar und sehr befriedigend, wenn man es dann gelöst hat. Was nicht heißt, dass man den Raum nach des Rätsels Lösung direkt verlassen muss. Der Soundtrack ist so gut, dass ich die beiden Charaktere manchmal einfach zum Nichtstun verdammt habe, um die Musik zu genießen. Ich halte jetzt einfach mal kurz die Klappe und lasse euch selbst hören, was ich meine. Luna the Shadow Dust ist ein charmantes, kurzweiliges Gesamtkunstwerk. Musikalisch, grafisch und erzählerisch. Der Spielaspekt tritt dabei fast in den Hintergrund. Aber nur fast. Die Rätsel verbinden sich wunderbar mit der Geschichte und ich war am Ende echt ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich bin mir aber sicher, dass ich dieses Spiel irgendwann wieder aus dem virtuellen Schrank ziehen werde. Eben wie ein geliebtes Bilderbuch. Das war's für heute. Ich bin gespannt, was ihr von solchen eher künstlerischen Spielen haltet. Schreibt's mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.